Okay. Scheiße. Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal mit einem Video über den MX-5. Wie ihr gerade schon gesehen habt, ich habe so ein bisschen was auseinandergebaut. Türen sind schon ab, Hardtop ist runter, wie man hier auch unschwer sehen kann. Und ich habe den gerade ein bisschen ausgesaugt. Denn in dem Video möchte ich so ein bisschen drüber gehen, was jetzt beim MX-5 kaputt ist. Beziehungsweise ich werde den Innenraum einmal ausbauen. Und dann werde ich hier hinten gucken, da so Kofferraummäßig, was an dem MX-5 so kaputt ist. Wie gerade schon gesagt, Hardtop ist ab, die beiden Türen sind ab. Hier ist alles ab, beziehungsweise hier ist das alles so weit weggesaugt, dass man sich da nicht mehr verletzt, falls man sich da irgendwie reinlegt. Weil ich möchte hier alles auseinandernehmen, also den kompletten Teppich raus haben und das komplette Armaturenbrett auseinandergebaut haben. Weil, auch wenn ich hier hinten noch nicht wirklich weitermachen kann, weil um das fertig zu schweißen, muss ich erst eine Halle haben, weil das hier ist ein bisschen zu wenig Platz. Deswegen werde ich einmal hier vorne beigehen und die ganze Elektronik neu machen und ja, alles was so von hier nach vorne hin, da werde ich mich ein bisschen drauf konzentrieren. Aber wie gesagt, in diesem Video, das wird auseinandergebaut und hinten und das hier wird alles auseinandergebaut und mal so ein bisschen geguckt, wie das Ganze aussieht. Ob das Ganze noch, rettbar auf jeden Fall, aber wie an sich das Ganze aussieht. An sich werde ich jetzt hingehen. Ich wollte eigentlich den Überrollbügel raustun. Das geht aber nicht oder kriege ich nicht so hin, weil ich habe keinen Schlagschrauber hier und die Schrauben sind sehr kaputt bzw. sehr verrußt und verrostet. Deswegen werde ich das Ding erstmal drin lassen. Ja, und ich werde hier einfach jetzt alles auseinanderreißen. Also hier vorne alles raus, da alles raus und dann zwischendurch mal ein bisschen was sagen. So, der MX-5 ist jetzt so ziemlich im Innenraum leer. Das Armaturenbrett ist raus, der komplette Teppich ist raus, die ganze Geräuschstimmung, die hier oben drauf war und die hier und da überall mit drauf geschmolzen ist, die ist auch weg. Da hinten ist noch ein bisschen Geräuschstimmung und hier vorne ist noch ein bisschen Geräuschstimmung. Aber ja, der Teppich und sowas mit allem drum und dran ist raus. Ja, ich hatte auch erst gedacht, ob ich hingehe und den Teppich vielleicht komplett rauslasse, um so einen racy Look zu kriegen. Werde ich im Endeffekt nicht machen, weil das doch irgendwie für so ein Straßenauto, weiß nicht, sieht jetzt meiner Meinung nach nicht so ultra cool aus. Ich wollte es erst machen, weil ich dachte, ja, könnte vielleicht cool aussehen. Aber so, wo ich es jetzt sehe, natürlich hier ist alles dreckig und da kommen wir auch noch gleich zu sprechen drauf. Aber das sieht jetzt nicht so cool aus. Da wird der Teppich wieder reinwandern, gucken, ob die Geräuschstimmung, wenn die bei dem Teppich dabei ist, kommt die vielleicht auch wieder mit rein. Wenn nicht, dann nicht. Ja, wenn die auf jeden Fall nicht mit reinkommt, dann wäre es auch ein bisschen Gewichtsersparnis, auch wenn das nur so ein, keine Ahnung, 200 Gramm wäre oder so. Hier ist alles fertig, alles sauber. Da hinten, also die Sachen, der ECU, also das Steuergerät kommt noch raus. Und die Kabel werde ich alle noch ein bisschen hochbinden. Und dann werde ich hier erstmal das Ganze so lassen, weil es macht jetzt keinen Sinn, das Ganze wieder reinzubauen, bevor ich nicht das so beseitigt habe. Ja, wie man unschwer erkennen kann, das ist ein schönes Rostloch, das geht einmal schön, da unten kann man den Boden sehen. Geht einmal komplett durch. Ich glaube, so ungefähr hier ist der Träger. Oder ich fühle mal eben. Nevermind. Hier vorne ist schon der Träger. Also hier ist der Träger, der halt unterm MX-5 ist. Und das ist hier ganz gut gerostet. Ich werde nochmal gucken, wie weit ich das Ganze aufmachen kann. Aber ich denke mal,
das eben zu schweißen, das ist jetzt nicht das größte Problem, weil, naja, ne? Deswegen, das wird relativ easy sein, eben rausschneiden, eben reinschweißen. Hier habe ich sowieso den Innenraum leer, da kann ich jetzt auch nicht mehr groß irgendwas anfangen, Feuer zu fangen. Ja, wie gesagt, Innenraum ist leer. Ja, die ganzen Teile, die im Innenraum waren, die liegen jetzt hier auch einmal im Zelt, da hinten überall verteilt, die muss ich noch irgendwo unterkriegen. Ja, die Kabel werde ich jetzt da hinten erstmal so ein bisschen rausziehen. Hier habe ich gar keine Kabel drin. Die ganzen Kabel, das werde ich auch nochmal schön machen, weil das allein beim Auseinanderbauen ist das schon extrem nervig gewesen. Hier haben wir irgendwie so einen Stecker drauf. Hier habe ich dann Vago-Klemmen mit irgendeinem Stecker drauf. Ich bin hier irgendwie zwischengegangen. Keine Ahnung wofür, um ganz ehrlich zu sein. Hier habe ich noch einen Stecker, aber der geht, glaube ich, an die Lenkgedönssäule dran. Aber hier ist es auch schon wieder so zusammengekrimmt und hier ist auch so ein Blindstopfen, sage ich jetzt mal. Das ist alles nicht so wirklich schön. Hier auch mit diesen Kabel-Splicern oder wie die Dinge auch immer heißen. Das Kabel kommt komplett raus, weil das war, glaube ich, mal für die Zentralverriegelung ein Kabel. Aber die Zentralverriegelung habe ich schon lange nicht mehr drin. Und das kann ich auch komplett rausschmeißen. Das brauche ich auch nicht mehr. Hier sieht man nochmal. Kann auch sein, dass es ein Lautsprecher war, aber das Ding ging nicht zu den Lautsprechern, das ist nämlich die Sache. Ich hatte auch Lautsprecher drin, die habe ich ja jetzt nicht mehr drin. Oder hatte ich auch schon vorher nicht mehr drin. Aber die Sachen gingen halt aus irgendeinem Grund zur Zentralverriegelung, die ich auch mal drin hatte. Die ich aber auch rausgebaut habe, weil wer braucht Zentralverriegelung, die hat sowieso nicht funktioniert. Das Lüftergebläse werde ich höchstwahrscheinlich einmal ausbauen, damit ich es einmal sauber machen kann, weil das Ding ist schon echt dreckig. Das werde ich auch nochmal machen. Aber ansonsten, das wird alles drin bleiben. Und da hinten, ich habe auch schon überlegt, ob ich die Geräuschdämmung da hinten auch noch rausnehme. Für noch ein bisschen weniger Gewicht. Aber da das immer noch ein Straßenauto ist, lasse ich die, glaube ich, drin. Auch wenn das an sich überhaupt gar keinen Unterschied macht, ob ich die jetzt drin habe oder nicht. Das Auto ist sowieso unfassbar laut. Ansonsten ist hier so ziemlich alles raus und nicht mehr groß was zu sagen. Jetzt werde ich hier vorne beigehen. Einmal diese Platte abnehmen. Dann den Teppich, der da drin ist, komplett rausnehmen und, naja, abkratzen. Und dann das hier vorne auch nochmal abnehmen. Und dann mal gucken, wie viel da drunter kaputt ist oder wie es da drunter aussieht. Natürlich die Verkleidung hier noch alles abnehmen. Das werde ich erstmal hier dran lassen. Also die Dichtung, das hier werde ich immer dran lassen. Das hier werde ich nochmal abnehmen, um dahinter zu gucken. Oder um hier auch hinter zu gucken. Andere Seite werde ich es dran lassen, weil ich habe nicht den ganzen Platz, um das Ganze jetzt irgendwo hinzutun. Und Müll schmeißen tue ich die auch nicht. Deswegen das lasse ich erstmal dran. Ja, und dann können wir sehen, wie doll der MX-5 im Endeffekt hier hinten aus dem Innenraum und Kofferraum und sowas zu Schaden gekommen ist. Ich mache das jetzt eben und dann hole ich euch gleich wieder ab. So, jetzt räume ich nur mal ein kurzes Zelt auf, weil hier kann man kaum noch durchgehen und dann gucken wir uns den Schaden am MX-5 an. So, hier ist es einigermaßen mehr aufgeräumt. Ist jetzt nicht komplett leer, aber ich habe jetzt die ganzen Sachen erstmal unter den MX-5 geschmissen. Beziehungsweise die liegen hier vorne noch oder kommen hinten ins Lager. Fangen wir erstmal mit den Sachen an, die vom MX-5 abgekommen sind, die kaputt sind, beziehungsweise was da kaputt ist. Die linke Tür hat gar nichts abgekriegt, die ist hier ein bisschen dreckig, aber ansonsten Lack ist höchstwahrscheinlich nicht mehr so schön. Aber die kann ich noch ohne Probleme verwenden, weil da ist halt nichts mit passiert. Vielleicht die Dichtung mal neu machen, vielleicht haben die irgendwie Hitze abbekommen, aber die sehen an sich auch nicht mehr so schlecht aus, beziehungsweise sehen an sich nicht schlecht aus. Hier haben wir den Sitz. Der Sitz, außer dass der extrem dreckig geworden ist und ja, das Ganze hier sauber gemacht werden muss, ist das hier oben noch abgegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch die Hitze abgegangen ist oder ob der Kleber sich einfach gelöst hat durch halt Wasser und sowas. Aber das kann man ja wieder dran kleben. Das ist nicht das Riesenproblem. Ansonsten ja, sieht der Sitz ganz normal aus. Hier unten habe ich das Hardtop liegen. Habt ihr schon gesehen. Scheibe ist kaputt. Die Dichtungen sind hier alle kaputt. Auch die Dichtung, die hier vorne dran war, habe ich abgedrillt.
Rissen, besser gesagt. Da werde ich mal gucken, ob ich da vielleicht noch irgendwie was draus retten kann. Vielleicht kann man da für ein anderes Projekt das Hardtop noch benutzen und das Glas da irgendwie, ja, irgendwas mitmachen. Hier vorne habe ich einmal den Kofferraumdeckel. Kofferraumdeckel, wie ihr schon gesehen habt, ist komplett kaputt. Wenn ich den jetzt einmal so umdrehe, ja, da kann man nicht mehr viel mit machen. Der ist auch komplett verzogen, deswegen das Ding kommt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den Müll. Wenn man hier weitergeht, ist hier einmal das Armaturenbrett. Das Ganze ist gerostet wie Sau, hier überall und hier überall ist das alles rostig. Das werde ich einmal sauber machen und dann ja, wieder in den MX5 reinbauen, wenn er soweit fertig ist und sich sonst keinen Schaden davon gezogen, will ich mal behaupten. Die Lüftungsdinger muss ich auch noch eben alle sauber machen und das Metallgestänge, da werde ich eben hingehen, das ihm anschleifen und dann gehe mal stark von aus, irgendwie schwarz oder sowas lackieren. Also an den Massenpunkten dann natürlich nicht lackieren. Das Ding von der Tür ist kein Schaden bei, werde ich so wieder einsetzen. Das Teil ist an sich auch nicht irgendwie kaputt. Ist zwar hier voller Ruß und ein bisschen Glas drauf geschmolzen, aber das ist ja kein Problem. Nutze ich auch weiter. Dann habe ich hier mal den Überrollbügel. Der ist an sich super dreckig und hier sind noch so ein paar Sachen drauf geschmolzen, der ganze Kleber. Aber an sich ist die schlimmste Stelle hier vorne. Wie man hier sehen kann, war hier halt das Feuer. Hier ist auch noch so ein bisschen das Glas und Plastik drauf geschmolzen. Aber an sich sieht das gar nicht mal so schlimm aus. Ich habe hier auch mal nachgeguckt, ein bisschen angeschliffen, ob das irgendwie kaputt ist oder durchgerostet ist. An sich sieht es nicht durchgerostet aus. Es sieht nur aus, als wenn der Lack halt kaputt gegangen ist. Und wenn ich das jetzt abschleife, hier ist noch ein bisschen Rost, weil er halt lange im Regen stand. Aber so an sich denke ich mal, dass ich das Ding wieder weiter benutzen werde. Im Prinzip einmal komplett abschleifen und dann schön was lackieren, damit das wieder schön aussieht. Ja, das sind Kleinteile, die kommen wieder im MX5 rein, das ist halt hinten auch die Abdeckung. Und hier ist einmal die Tür. Hier drin ist noch ein bisschen Glas, muss ich gleich mal sauber machen, bevor ich das hinten hin tue. Aber an sich, die Tür von innen sieht okay aus, wenn man so sagen möchte. Hier natürlich verrostet, aber nicht irgendwie verzogen oder sowas. Ja, Dichtung ist kaputt und von außen habt ihr ja schon gesehen. So, ist halt auch kaputt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich die Tür jetzt noch nicht wegschmeißen werde, weil es könnte sein, dass ich die Tür noch in einem anderen Projekt benutzen werde. Und da kann ich ganz gut eine Tür gebrauchen, die einfach so kaputt gehen kann. Ja, das sind erstmal die Teile vom MX5. Jetzt gucken wir uns den MX5 so an. An sich, hier vorne, wie man es sieht, das ist alles so ein bisschen dreckig und, was heißt bisschen, sehr dreckig. Das werde ich einmal komplett sauber machen. Ich werde hier vorne die Lüftung höchstwahrscheinlich ausbauen und austauschen. Hier unten das Steuergerät, da kommt sowieso, glaube ich, ein neues Steuergerät rein mit dem neuen Umbau. Ja, da an sich auch nichts Neues. Sieht genauso aus wie vorher, wie ich das vorhin mal gezeigt habe. Natürlich auch alles so ein bisschen am Rosten. Ist alles Flugrost bzw. Oberflächenrost. Also nichts wirklich Schlimmes. Jetzt kommen wir aber zu dem schlimmen Part. Und das ist das Heck. Hier liegen auch noch so ein paar Teile drauf. Die Teile werde ich da auch erstmal drauf liegen lassen, weil ich kann da sowieso jetzt nicht drauf arbeiten. Oder dran arbeiten. Und ja, ich werde auch die Heckklappe werde ich wieder auf den MX5 drauf tun, damit ich da ein paar Teile drauf tun kann. Weil so viel Lagerplatz, um die ganzen Teile irgendwo hinzutun, habe ich nicht. Leider. Es wird sich hoffentlich in nächster Zeit irgendwann mal ändern. Aber egal. Die Sachen hier links ist alles noch vernünftig. Hier, wie gesagt, habe ich diese eine Leiste abgezogen, die einmal hier außen rum geht. Ja, die habe ich abgezogen. Hier vorne ist, außer dass hier so ein bisschen Rost ist hier nichts. Hier, wenn man dann hier komplett rumguckt, bis ungefähr hier vorne ist alles vernünftig, nichts schlimm oder sowas. Hier ist auch nichts irgendwie geschmolzen, außer hier vorne. Hier sieht alles noch normal aus und vernünftig aus. Aber, ich stehe mal hier drauf, wenn man jetzt hier hingeht, wenn man jetzt von hier so drauf guckt, sieht man schon, dass ab hier das alles nicht mehr gut aussieht. An sich, wenn man so von oben drauf guckt, es sieht schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ich gehe stark davon aus, dass das Ganze hier nicht ausgetauscht werden muss. Das hier ist sowieso halt nicht unbedingt wichtig, weil das ist kein struktureller Punkt, was jetzt unbedingt das Chassis steif hält. Deswegen, das ist an sich relativ egal, genauso wie hier hinten. Das ist auch nicht verbogen oder sowas. Es wurde zwar höchstwahrscheinlich heiß, aber das hat sich nicht verbogen oder sowas. Deswegen, das ist noch alles ganz gut. Die Schrauben, da muss ich mal eben gucken, ob ich das hier noch alles loskriege, aber ich gehe stark davon aus. Das werde ich alles so lassen, wie es ist. Da ist nichts kaputt, genauso wie hier vorne. Das ist auch noch solide. Hier hingeguckt. Ist das alles ein bisschen blöd, weil hier ist
der Wasserdrain, glaube ich, also der Wasserausguss. So, man kann von hier oben, kann man da auf den Boden gucken, sprich Wasser läuft hier irgendwie rein. Ich weiß nicht genau, wie der Wasserabfluss ist beim MX5, aber hier kommt auf jeden Fall Wasser rein und dann kann das da unten rauslaufen. Hat man auch sehr häufig, wenn der MX5 Wasser im Schweller hat, dass die Dinger hier zusitzen. Da muss man da mit so einem kleinen Bürstending so durchgehen und das alles leer machen, weil da kann sich Laub und sowas drin sammeln. Nur so ein kleiner Tipp, falls ihr es nicht gemacht habt, macht das mal eben kurz und ihr einen MX5 habt. Ich weiß nicht, auf der anderen Seite kann man da nicht bis auf den Boden gucken. Ich weiß nicht, ob das Loch da irgendwie zu ist oder so, kann sein. Ja, an sich, wenn man dann hier runter guckt, ja, die Kabel sind komplett kaputt. Auch das Kabel hier, was normalerweise für den Taktakel ist, das ist komplett kaputt. Aber das kann man ja alles austauschen. Das ist nicht das Problem. Wenn man dann hier so hinguckt, ja, die Kabel müssen komplett getauscht werden. Ich weiß gar nicht, wofür das Kabel ist. Kann ich das da hinten sehen? Ja, egal. Keine Ahnung, was es genau ist. Ja, das ist auf jeden Fall komplett kaputt. Das muss ich austauschen. Da muss ich mal, denke ich mal, einen Kabelbaum von einem anderen MX5 mir irgendwo her besorgen. Jeder Kabelbaum, der hier runter geht, dahin, bis da hinten hin, ist natürlich auch kaputt. Also der ganze Kabelbaum, der halt hier hinten hingeht, ist komplett kaputt. Wie gesagt, das Teil ist noch ganz gut. Das Teil ist auch noch ganz gut. Hier kann man schon sehen, ich habe auch mal den Träger drunter gebaut wieder. Heißt so viel, dass das ganze Auto noch an sich gerade ist, würde ich mal behaupten. Weil den Träger konnte ich dann einfach, wer es nicht weiß, der Träger ist, man kann es überhaupt nicht sehen, aber dort vorne, da und da vorne, genauso wie auf der anderen Seite, ist er mit 3 Schrauben gesichert an dem eigentlichen Chassis vom Auto. Und ja, den konnte ich an sich so drunter bauen. Ja, ich gehe jetzt mal kurz hier im Innenraum und sowas drauf ein, dann gucke ich mal, ob ich das so irgendwie zeigen kann. Auf jeden Fall, hier ist alles kaputt. Das werde ich aber nicht austauschen. Das hier werde ich einmal rauspolieren, beziehungsweise raus mit dem Staubschleifer so abschleifen und dann wieder schön machen, eben lackieren und dann nochmal gucken, ob ich doch irgendwo das austauschen muss. Und hier muss ich mal gucken, wie ich das Ganze schön kriege. Das Teil muss ich auch noch austauschen, wo der Sicherheitsgurt dran war. Die Teile sind ja hier auch geschmolzen, das muss ich auch noch austauschen. Und hier vorne sieht man den ganzen Mechanismus von dem, den muss ich austauschen, von dem Sicherheitsgurt. Der muss auch komplett getauscht werden, weil der ist hier auch schon so ganz gut geschmolzen. Das muss ich auf jeden Fall noch austauschen. Aber hier sieht der, glaube ich, soweit ganz gut aus. Ich muss den übrigens hier mal einschneiden. Nicht wundern. Ja, gehen wir mal eben nach hinten. Dafür muss ich aber eben da vorne lang kraxeln und dann zeige ich euch das Auto mal von hinten. So, jetzt bin ich hinten. Das hier hat man schon gesehen. Das ist komplett kaputt. Das brauche ich, glaube ich, nicht nochmal zeigen. Aber so sieht das Auto von innen aus. Hier habe ich nochmal die Heckleuchte. Ja, ist kaputt. Braucht man nicht mehr viel mitmachen. Ja, hier ist das größte Problem, weil das hier echt beschissen aussieht. Hier ist alles komplett kaputt. Das hier ist alles komplett verrostet. Da muss ich nochmal mit dem Stabschleifer drüber gehen. Aber ja, das sieht nicht mehr so schön aus. Aber das werde ich sehen, wenn ich diese Seite hier abgeschnitten habe. Dann kann ich dann da vernünftig drauf gucken. Und dann auch mal von anderen Winkeln drauf gucken. Weil ich denke, ja, das ist schon komplett hin. Aber ja, da muss ich mal gucken. Ich denke, ich werde hingehen und das Ganze hier so aufschneiden, dann hier aufschneiden, das austauschen. Übrigens, ich will hoffen, der Regen nervt gar nicht zu doll, weil es fängt gerade ganz gut an zu regnen. Hier sieht, wie gesagt, nicht so schön aus. Das hier muss ich austauschen, das hier muss ich austauschen. Das sind die beiden für Benzin. Den Halter für die Kofferraumklappe muss ich austauschen. Den hier lasse ich drin, weil warum soll ich ihn austauschen? Ja, Dichtung muss ich auch austauschen, gezwungenermaßen. Hier oben, habt ihr ja schon gesehen, sieht es nicht mehr so gut aus. Ja, ich werde hier auf jeden Fall hingehen und die Sachen tauschen. Also im Prinzip hier wegschneiden und dann einmal hinten tauschen. Vorne weiß ich auch schon ganz genau, wie ich es machen werde. Da werde ich gleich auch noch mal hingehen. Aber ich wollte mal eben kurz so einen ganz kleinen Überblick zeigen, wie es hier aussieht. Ja, hier natürlich die Kabel auch noch alle zur Batterie hin. Wie gesagt, den ganzen Kabelbaum muss ich einmal komplett neu haben. Aber dann habe ich wenigstens dieses Teil für diese Zentralverriegelung, die ich mal drin hatte, habe ich dann wenigstens weg. Wenigstens eine positive Sache. Ja, das sieht nicht mehr so schön aus. Ich gehe jetzt mal vorne hin und dann zeige ich euch den letzten Rest über den MX5. Ja, so, nicht wundern, hier liegt noch unfassbar viel Zeug rum.
Ich muss jetzt alles noch wirklich wegräumen. Ich wollte jetzt eigentlich für das kleine YouTube-Bit nur eben hier rausräumen. Ja, wo fange ich an? Der Schweller, da muss ich nochmal gucken, ob ich den austausche. Da muss ich irgendwie gucken, dass ich da irgendwie ein gerades Stück kriege. Und da mal gucken kann, dass der hier schön aussieht. Übrigens, ich habe an der anderen Seite habe ich gesehen, dass das hier auch schon am Rosten ist. Da werde ich auch mal irgendwie hier wegschneiden. Ja, ich werde mir hier nochmal eben überlegen, wie ich das machen werde. Gucken, ob ich das noch austauschen werde, ob ich da eben, es gibt ja, die Schweller gibt es ja sogar neu. Deswegen da mal eben gucken, ob ich hier das eben hier wegflexen werde und dann eben komplett neu tauschen. Das ist jetzt nicht das größte Problem, wenn ich das schon machen muss. Hier an sich, das wisst ihr ja schon, das Teil ist komplett kaputt oder die Seite ist komplett kaputt. Ja, das Teil wird einmal komplett runtergenommen. Da habe ich ja schon gesagt, werde ich einmal hier und da vorne irgendwo einen Schnitt machen. Dann hier vorne noch mal ganz kurz gucken, wie ich da das schneide, weil da weiß ich noch nicht ganz genau. Ich werde von hier vorne anfangen. Hier vorne kann man schon sehen, hat man diese paar Punktverschweißungen. Die werde ich höchstwahrscheinlich aufbohren. Einmal komplett bis hier unten hin. Und dann denke ich mal von hier vorne, wo das auch hier verschweißt wurde, oder im Prinzip einfach nur draufgesetzt wurde, einmal hier unten hinschneiden, dann hier unten wegschneiden, von unten das wegschneiden und dann das Ganze austauschen. Ja, hier werde ich das ganze Teil höchstwahrscheinlich wegschneiden. Also hier einmal den ganzen Raum und dann mit dem neuen Teil, was ich mir dann irgendwann von der anderen Karosse kaufe, ja, dann einmal ersetzen. Und dann dürfte das Auto wieder einigermaßen fahrbar sein. Was heißt fahrbar sein? Einigermaßen wieder schön aussehen. Weil da muss ja noch verspachtelt werden, sprich, wenn ich den hier geschweißt habe, muss ich da halt, hier ist dann so ein Schweißnaht, das muss ich dann schleifen, verspachteln und schön machen. Und dann muss das Auto noch fertig gemacht werden und dann halt lackiert werden. Ich denke, ich mache es im ausgebauten Zustand. Also wenn das Chassis hier so steht, mache ich das in dem Zustand. Das ist, glaube ich, am klügsten. Aber da wird, ja, werde ich höchstwahrscheinlich noch ein bisschen Hilfe bzw. ein bisschen Infos von bekommen, wenn ich das Ding lackieren lasse, wie der das am liebsten haben möchte. Ich kann euch mal kurz das da unten zeigen. Hier sieht man einmal, dass dort die 3 Schrauben sind, also dort und hier hinten. Die habe ich jetzt nicht ganz komplett drauf getan, weil die Dings jetzt noch verrostet ist, also weil das Gewinde jetzt noch verrostet ist. Und ich wollte jetzt nicht hingehen, da die Schraube irgendwie drauf forcen. Subframe passt da noch ohne Probleme drauf, überhaupt gar keine Probleme. Konnte ich einfach draufstecken und die 3 Löcher haben ohne Probleme gepasst. Genauso wie hier vorne das Fahrwerk, also der Stoßdämpfer, auch einfach so ohne Probleme geklappt. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass dieses Chassis nicht verzogen ist. Weil wenn das irgendwo verzogen sein sollte, dann wäre das genau dort gewesen, weil hier das Feuer sich komplett drunter gesammelt hat. Hier vorne auch an sich gar nichts Schlimmes, nur halt verrostet durch lange Standzeit und der Unterbodenschutz, der hat sich da halt drunter gesammelt, beziehungsweise ja, ist halt verbrannt und hat sich dann da irgendwie so dran gebacken. Deswegen das einmal alles, was hinter diesem Weißen ist, also alles, was hier hinter ist, werde ich nur sauber machen und nicht irgendwie austauschen, weil da sehe ich an sich keinen Sinn hinter, weil das sieht noch einigermaßen gut aus. Dann habe ich, glaube ich, alles erzählt. Die Achse habe ich übrigens mal drunter gebaut, damit ich den später, wenn ich den wieder hier rausbewege, damit ich den halt rollen kann und nicht tragen muss, wie letztes Mal. So, jetzt wisst ihr, wie der MX-5 aussieht. Im Endeffekt, ja, gar nicht so unfassbar schlimm, wie ich als erst gedacht habe, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Ja, an sich, die Seitenwand muss hier getauscht werden und ein bisschen noch mehr. Und hier vorne dieses kleine Rostloch muss einmal beseitigt werden, damit das auch wieder schön aussieht und ich halt durch den Diff komme. Ja, als ich das letzte Video gemacht habe, wo ich den MX-5 ein bisschen gezeigt habe, haben ein paar Leute sich ja so ein bisschen drüber Sorgen gemacht, inwiefern das Chassis noch gerade ist, beziehungsweise inwiefern das Metall vom Chassis noch halt stark ist, beziehungsweise strukturell noch gut ist. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, die sich da ein bisschen mehr auskennen wie ich, und die haben gesagt, solange das Metall sich nicht verbogen hat, beziehungsweise solange sich das Blech nicht verzogen hat, nicht so wie dieses Außenkleid hier, also der linke hintere Kotflügel, der hat sich ja komplett verzogen, genauso wie der Kofferraumdeckel, der hat sich auch komplett verzogen. Das Metall ist weich und das sollte man nicht mehr benutzen, aber alles, was sich nicht irgendwie verzogen hat oder verbogen hat oder irgendwas anderes, das sollte an sich noch materiell ganz gut sein oder halt okay sein. Ja, und deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, der Schaden. Ist natürlich immer noch schlecht, weil
würde den lieber nicht verbrannt haben. Aber an sich ist der Schaden dann reduziert auf dieses Außenkleid und so ein bisschen noch vom Rad Innenhaus und sowas. Ja, da ist der große Schaden und den muss ich jetzt beseitigen. Aber die meisten fragen sich jetzt höchstwahrscheinlich oder denken sich jetzt höchstwahrscheinlich, wie werde ich jetzt weitermachen? Weil ich ja schon gesagt habe, in diesem Zelt werde ich jetzt nicht anfangen und irgendwie den Kotflügel hier rausflexen und dann irgendwie schweißen. Ich habe sowieso überhaupt gar keinen Platz dafür, genauso wenig, dass ich einen Platz dafür habe, um noch ein anderes MX5 Chassis irgendwo hinzustellen. Deswegen werde ich jetzt gezwungenermaßen erstmal warten müssen, bis ich irgendwann mal mehr Platz habe. Hoffentlich wird das so Ende Januar sein, dass ich endlich wieder genug Platz habe, um das Projekt hier weiterzumachen, genauso wie das RX-7 Projekt, was da vorne steht, da auch weiterzumachen. Dann werde ich hoffentlich den Platz dafür haben. Ja, an sich wird es halt dann auch erst mit dem MX5 weitergehen, weil ich dachte, ich könnte jetzt hingehen, den hinteren Teil komplett so lassen, wie er jetzt ist und vorne alles schön fertig machen, die ganze Elektroinstallation fertig machen, das Ganze halt schön machen. Aber da wurde mir jetzt auch mit diesem kleinen Rostloch da vorne einmal komplett leider die Chance genommen, weil ich will jetzt nicht anfangen, hier alles wieder schön zu machen. Also ich gehe jetzt gerade in den Innenraum. Da werde ich jetzt nicht alles hingehen und alles schön machen, das Armaturenbrett wieder reinbauen und die Elektroinstallation machen, wenn ich hier vorne im Fußraum noch schweißen muss, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich und ich muss nicht unbedingt haben, dass das Auto zweimal in Brand steht. Deswegen werde ich damit auch erstmal warten und im Motorraum kann ich relativ wenig machen, weil ich müsste vorher, bevor ich da alles wieder reinbaue, muss ich das erst sauber machen mit dem Stabschleifer, damit ich da Unterbodenschutz drunter hauen kann. Nur vorne Unterbodenschutz drunter zu hauen und das hinten nicht zu machen oder erst mit hinten zu warten, macht an sich keinen Sinn, dann machst du die Arbeit doppelt. Deswegen ist jetzt erstmal das Auto, wird da nicht mehr dran weitergearbeitet, weil ich es einfach nicht machen kann, weil es einfach nicht funktioniert. Ich bin immer noch am Suchen wegen einem Chassis. Ich denke mal, oder ich hoffe mal, dass ich wenn ich soweit bin und halt mehr Platz habe, und dann will ich mal hoffen, dass ich bis dahin irgendwie ein Chassis gefunden habe. Ja, da muss ich nochmal gucken, dass ich das hinkriege, weil dann habe ich Platz und kann dann direkt loslegen und die Seiten hier raustrennen und die andere reintun, damit das Auto endlich so schnell wie möglich wieder auf die Straße kommt. Ja, ich will hoffen, dass ich das nächstes Jahr hinkriege, dass das Auto wieder so weit fertig ist, dass das schön aussieht und dass ich damit theoretisch wieder auf die Straße fahren könnte. Das ist so mein Ziel, dass ich das 2023, dass das Auto wieder so weit fertig ist. Gut, dann würde ich sagen, das war es an sich von dem Video. Das Video hat jetzt ein bisschen lange auf sich warten lassen. Das nächste Video wird nicht so lange auf sich warten lassen, wird sich aber nicht über den MX5 handeln, wird höchstwahrscheinlich über den Lexus sein, weil den habe ich jetzt auch endlich wieder so weit, dass ich den theoretisch auf der Straße fahren könnte, beziehungsweise fertig für TÜV habe. Ja, das wird höchstwahrscheinlich in einem Monat oder 1,5 Monaten kommen. Das Video ist jetzt ja auch in 2 Monaten gekommen. Über einen RX8, da muss ich auch noch mal gucken, da habe ich jetzt auch ein paar Pläne für, die ich noch machen möchte. Und über einen RX7 kann halt im Moment nichts kommen, weil kann ich nicht dran arbeiten. Gut, dann würde ich sagen, das ist so ein kleines Update vom MX5 und allgemein. Ich glaube auch, dass dieses Video das letzte Video sein wird in diesem Jahr, weil wir haben es, glaube ich, gerade irgendwie den 26. November oder 27. irgendwie sowas. Und das wird jetzt höchstwahrscheinlich das letzte Video sein in diesem Jahr, also im Jahr 2022. Könnte ein besseres Jahr gewesen sein, sage ich so wie es ist. Ja, gut, dann wünsche ich allen ein bisschen sehr früh jetzt, aber dann wünsche ich allen frohes Fest und ich habe keine Ahnung, wann ich das Video rausbringe. Kann sein, dass ich das erst am 11. mache, oder am 11.12. Ich habe keine Ahnung, deswegen, ich sage es jetzt aber einfach vorher schon mal. Ein frohes Fest und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das nächste Video wird dann, wie gesagt, im Januar irgendwann mal sein. Jetzt muss ich erstmal, weil es die ganze Zeit schon regnet und die Teile immer noch da vorne liegen, die muss ich jetzt erstmal aus dem Regen rausräumen, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass die klatschnass werden. Gut, das mache ich jetzt. Für euch ist das Video vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Sagt mir aber warum. Und ja, dann würde ich sagen, wollen wir hoffen, dass 2023 ein bisschen besser wird wie dieses Jahr. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.